Das Mädchen im Badezimmer. In Japan verbergen die Schulen ein höllisches Geheimnis. Wenn Sie die Mädchentoilette im 3. Stock des Gebäudes betreten und zur 3. Kabine gehen, finden Sie sie vielleicht. Sie müssen 3-mal klopfen und ihren Namen rufen. Wenn Sie die Stahltür öffnen, wird ein kleines Mädchen mit einem roten Rock da sein. Das kleine Mädchen mit dem Bobhaarschnitt ist Hanako-san. Vielleicht möchte sie mit Freunden spielen. Oder vielleicht will sie dich in die Hölle schleifen, durch die Toilette. Je nachdem, in welchem Teil Japans du lebst, kann sie eine blutige Hand haben und dich packen oder eine Echse sein, die dich verschlingt. Hanako-san ist in den letzten 70 Jahren zu einem festen Bestandteil der japanischen urbanen Folklore geworden. Die bekannteste Entstehungsgeschichte für diese Geschichte besagt, dass während des Zweiten Weltkriegs ein Schulmädchen die Toilette benutzte, als eine Bombe auf das Gebäude fiel. Die Schule stürzte auf Hanako-san ein, die seitdem dort gefangen ist. Aber Hanako ist nicht das einzige Schulmädchen, das in Japans Schultoiletten spukt. Kashima Raiku, ein zweites junges Mädchen, soll von einem Zug halbiert worden sein. Jetzt bewohnt ihr entstellter Geist Badezimmer und fragt Kinder, wo ihre Beine sind. Die Legende besagt, dass Kashima Raiku, wenn sie mit ihrer Antwort nicht zufrieden ist, ihnen die Beine abreißt. Die Tochter von Hui Bi Hua. Eine der berühmtesten Geistergeschichten Saigons, die Tochter von Hui Bi Hua, ist die Legende vom Geist eines jungen Mädchens, das durch die Korridore des heutigen Ho Chi Minh Stadtmuseums für Kunst in der Po Duc Chi Street in Bezirk 1 streift. Im Jahr 1934, als das Trio vom Gebäude zuerst mal gebaut wurde, war es das Zuhause von der Familie und des Unternehmens von Hui Bi Hua, einem äußerst wohlhabenden Immobilienmagnaten, der angeblich etwa 20.000 Immobilien in der Stadt besaß. Das Hauptgebäude war früher das Herrenhaus der Familie und wird anscheinend vom Geist von Huis Tochter heimgesucht. Die Geschichte besagt, dass sie sich während einer stadtweiten Epidemie an Lepra erkrankte und in einem Schlafzimmer im Obergeschoss eingesperrt war. Lepra galt damals eher als Fluch, denn als das, was es wirklich war, als Krankheit. Immer abergläubisch und sich ihres Bildes in der Öffentlichkeit bewusst, beschloss die Familie, die Tatsache zu vertuschen, dass ihre Tochter an Lepra erkrankt war, und gab bekannt, dass sie an einer mysteriösen Krankheit gestorben war, der sie dann mit einer öffentlichen Beerdigung folgten, um die Angelegenheit zu beenden. Die Wahrheit ist jedoch, dass Huas Tochter in ihrem Zimmer eingesperrt war, wobei ihre Mahlzeit durch einen Schlitz unter der Tür geschoben wurden. Sie hielten sie jahrelang in ihrem Zimmer eingesperrt, bis die Einsamkeit und das Elend des Wegsperrens sie schließlich in den Wahnsinn trieb und sie sich dann das Leben nahmen. Mehrere Versionen dieser Geschichte haben behauptet, dass sie sich erhängt hat, während einer alternativen Geschichte behauptet, dass sie sich lebendig verbrannt hat. Seitdem haben viele Leute berichtet, dass sie die geisterhafte Gestalt einer Frau gesehen haben, die durch die Hallen des Gebäudes streifte und das klangende Geräusch von jemandem hörten, der mitten in der Nacht weinte.